Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Dennis aka Fragrance Talk. Ja, ihr kennt mich, ihr wisst Bescheid. Bleibt einfach hier auf dem Kanal für die Neuen, die das erste Mal hier gerade rauf gedrückt haben. Ja, heute zeige ich euch Jean Paul Gaultier Le Male und seine ganzen Flanker. Da gibt es ja einige inzwischen. Natürlich habe ich nicht alle, aber ich habe einige. Und ja, das ist ein sehr beliebter Duft, oder das Original. Da kommen wir jetzt gleich mal zu, die werde ich euch auch gleich vorstellen, logischerweise noch mal ganz kurz. Ihr kennt aber jeder und dann werde ich euch mal seine Flanker vorstellen. So, das kennen wir, das ist Le Male, das Original. Aktuell, oder das ist jetzt von 2019, 2020, 21 irgendwie so. Und dann habe ich natürlich noch die Vintage-Version, kann man vielleicht nicht sehen, das ist gelblich, das ist die allererste Version, 95, 96 Baujahr. Gleich nochmal unten ein silberer Badge und die Postleitzahl bei dieser ganz ersten Version ist, Moment, 75008 Paris. Ja, das ist das Original von 95, 96. Ist natürlich nicht gekippt, alles noch easy, natürlich aber nicht so frisch, als wenn ihr ihn früher 95, 96 logischerweise gekauft habt. Aber es ist einfach ein geiler Lavendel, Vanille, Kardamom Duft. So, sorry, nicht Kardamom, ist natürlich Quatsch, nicht Kardamom, sondern Tonkabohnenduft. So. Grundsätzlich in, glaube ich, fast jeder Variante ist Tonkabohne drin. Natürlich auch Lavendel. Es muss ja so ein bisschen beim Original G bleiben. Aber der ist immer noch, der begleitet mich mein ganzes Leben. Einfach immer noch nice. Auch wenn ihr den nicht immer oder leider nicht so gut selber wahrnehmt. Andere nehmen den wahr und ihr füllt damit Räume wirklich. Die sind jedes Mal, ich muss immer die Geschichte mit der Tankstelle. Der jüngere Mann hatte die Version, das war glaube ich zu der Zeit, wo ich die gekauft habe. Einfach, die ganze Tankstelle hat nach diesem Duft gerochen. Es ist einfach Fakt, dass dieser Duft immer noch trotzdem stark ausstrahlt. Leider für einen selber nicht mehr. Aber nochmal, wenn ihr jeden Tag Düfte riecht, durchgehend, irgendwann nehmt ihr einfach irgendwelche Düfte. Es ist nicht bei jedem, kommt davon, was da drin ist, kann das sein, dass eure Nase blind wird. Aber der OG hier ist einfach so ein geiler Duft. Auch Date-Duft. Er passt einfach. Es ist der Aufreißer-Duft immer noch. Und es gibt immer noch Frauen, die diesen Duft geil finden. So, dann kommen wir zu einer Sommervariante, die ich im Moment vorgestellt habe öfters. Deswegen mache ich es jetzt vorweg. Die Pride Edition. Ja, das ist einfach ein absolut geiler Strandduft, der frisch rüberkommt und Blutorange drin hat. Und das merkt ihr, frische Blutorange, etwas Neroli. Und ja, das ist hier ein bisschen nervig, aber das gehört eben dazu. Oh, und richtig erfrischend ist. Dann habt ihr Yuzu mit drin, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also das ist ein geiler Duft, der sehr nah an den Louis Vuitton Duft ist, den ich einblende, den ich ständig vergesse. Und der ist viel stärker, hält viel länger. Und ja, ihr solltet ehrlich gesagt den hier holen. Erstmal, wenn ihr ihn noch bekommen könnt, ist er günstiger und hält viel länger. Hält bei mir 11 Stunden. Das ist ein Sommerduft, ein frischer Sommerduft mit schöner, geiler Blutorange. Sehr geil, sehr nice. So, dann haben wir den Le Male Aviator. Ja, Aviator. Wie gesagt, es ist einiges oder meistens oft dasselbe drin, nur dass ihr hier eine Frische noch dazu habt. Und eine leicht, ich möchte schon sagen, pfeffrige Note beinhaltet dieser Duft für mich jetzt. Aber es macht ihn interessant. Natürlich die Süße, das ist klar. Ich bin auch der Meinung, Kardamom ist hier drin. Und einfach erhebt sich natürlich komplett ab vom Original. Hat eine ganz andere Süße durch das Kardamom und Zimt, bin ich der Meinung. Ich rieche das jedenfalls raus. Das heißt ja nicht immer, wenn man online guckt, das stimmt auch nicht immer alles. Also das, was ich wahrnehme, ist das, was ich sage. Und ich finde einfach, dass er hat eine leicht pfeffrige Note. Und dies ist sehr interessant und er hält auch gut. Ich finde, den Aviator ist ein guter Flanker. Also das ist noch ein, ich finde so, die ich habe, da sind, ich glaube, 1, 2 on board jetzt, keine Ahnung, die gehören zu dieser Reihe, habe ich nicht mehr, aber den Aviator habe ich und den finde ich wirklich gut und er hält auch 8, 9, 10 Stunden und hat natürlich seine Süße im Background und so weiter und so fort, auch Lavendel. Und ja, finde ich schon sehr, sehr nice. So, dann haben wir noch einen frischen Duft, und zwar die Popeye Edition. Die Popeye Edition ist absolut geil, hält auch lange
und ist einfach frisch für den Sommer. Hier haben wir natürlich Bergamotte und einen fruchtigen Start, beziehungsweise sehr frischen Kaugummi-fruchtigen Start. Ist eine sehr geile Variante. Kommt auch noch geiler als die Pride Edition auf einer Hinsicht, weil die Version hat irgendwas. Durch diesen Kaugummi, frischen Kaugummi-Style. Wie hießen die wirklich Experiment? Die sind geil. Oder das ist auch geil. Ich bin nicht so ein Kaugummi-Fan, aber die waren früher geil. Aber so riecht ungefähr dieser Duft und das ist geil. Und die Superman Edition war dieselbe. Kann sein, dass er ein bisschen stärker war. Habe ich im Nachhinein gehört, keine Ahnung. Ich habe nur die Popeye Edition und ja, auch ein geiler Flanker. So, dann haben wir wieder eine Rarität und zwar den Terrible. So, den Terrible, den gibt es nicht mehr. Und ich bin froh, dass ich habe übrigens immer 125er Flakon, außer bei einer, da kommen wir gleich zu. Und ja, der Terrible ist irgendwie das Original in frischer, aber irgendwie auch stärker und geiler. Terrible ist einer der besten Flanker für mich. Bisschen blumig vielleicht und so ein bisschen Art, so ein Buch, so ein bisschen trockener, staubig, angehaucht, geil. Dazu frisch, kann man immer tragen. Die Süße ist zurückgenommen worden und die Bergamotte auch und der Lavendel, aber geil. Hat trotzdem den Touch und gefällt mir richtig gut. Für mich ist Terrible, die anderen, die jetzt kommen, sind ja süße, aber wenn es um diese ähnliche DNA geht, zum Original hin, ist das für mich der beste. Ja, Terrible ist geil. Wenn ihr den mal bekommen solltet ihr zuschlagen. Auch gute Haltbarkeit. So, und der nächste muss ich nicht viel zu sagen. Ultramehl und das ist extrem süß. Aber trotzdem geil. Trotzdem eine Frische, obwohl der so süß ist. Hier ist eine schöne Birne drin. Die kommt natürlich gut raus. Ich kann jetzt auch noch mal einmal sprühen. Dann sprühen wir hier alles. Und das ist eine etwas ältere Version, aber selbst die ist sehr, sehr fruchtig. Die hält aber noch gut. Ich habe auch noch einen kleinen Flakon in 75. Das ist die erste Auflage. Und die steht bei meinen eingestellten Düften, in Anführungsstrichen eingestellt, weil sie ist die erste Auflage, die gibt es ja so nicht mehr. Deswegen habe ich sie da mal stehen. Aber damit sie steht gut im Schatten und in Parfümschrank. Aber auch die ist, glaube ich, noch ein Jahr danach, glaube ich, habe ich mir den besorgt. Also Ultramehl, wenn ihr so ein Aufreißen, richtig süßer Duft durch die Birne kommt richtig gut zu vorstellen, eben die Süße und Kaugummi-Style, aber richtig nice. Und hat auch Kurcan gemacht, der natürlich auch den ersten gemacht hat und das merkt man, hier kam ein riesiger Hype und sehr geiler Duft. So, dann kommen wir zu den Le Parfum und das ist ein wirklich sehr geiler Duft geworden. Das ist ein absoluter Kardamom-Duft, aber süß dazu und von allerfeinst und richtig gut, der Flanker. Ja, man muss aber Kardamom mögen, ne? Tonkabohnen ist klar, Vanille und so weiter auch, aber man muss Kardamom mögen. Das Le Parfum ist männlich, nicht so verspielt, nicht so Aufreißer-Style wie das Original, aber doch schon sehr beliebt und kommt wirklich sehr, sehr gut an. Mehr muss man eigentlich nicht sagen zu den Le Parfum. Es ist einfach ein süßer, luxuriöser, cooler Duft, den man auch gut zum Date natürlich, man kann auch natürlich in Bars, Clubs tragen kann, aber er ist eben nicht ganz so verspielt wie das Original, aber ein richtig geiler Kardamom-Duft. So, und dann kommen wir zu den neuen, ja, Le Male Elixir. Und das ist eben ein Duft, der eigentlich mit am besten ist durch die Süße. Er hat eine Süße, er ist extrem stark, er hat trotzdem die Le Male Touch, trotz dieser Süße im Background. Hier wurde das Kardamom wieder weggenommen und er hat einfach, ja, das ist Le Male nur eben als Elixier und süß. Und es wurde was geändert. Der große Stift, das ist jetzt viel besser als diese kleinen Krempeldinger. Und es ist ein sehr geiler Duft. Und geiler Flakon, ich habe den natürlich direkt dort bestellt und habe auch noch Proben mitbekommen. Deswegen habe ich den noch nicht gesprüht. Deswegen sprühe ich den jetzt hier gerade nicht, weil ich die Proben noch habe. Die werde ich erst aufbrauchen und dann werde ich den hier. Und wirklich geile Haltbarkeit, geiler Flakon. Auch hier durchsichtig und dann das Gold ist schon geil. Aber das ist Power, das ist süß, das ist für die Disco, für die Clubs, für die Bars, aber auch Date. Und der kommt wirklich gut an. Obwohl er so süß ist, kommt er richtig gut an. Sehr geil. So, und dann haben wir einen sehr blumigen Duft. Ich glaube, der ist sehr viel wert. Inzwischen gibt es nicht mehr Fleur de Mail. Und das ist der blumige
Duft von Le Male. Ja, das ist süß, blumig, wirklich blumig. Ne? Also ihr riecht wirklich an einer Orangenblüte. Hier ist Orangenblüte drin. Hier habe ich zweimal noch. Der andere ist ein bisschen älter, der ist nicht mehr so, da ist so viel drin noch und der ist voll. Aber so geil. Das ist ein Traumduft. Für einen Mann fragt man sich, muss das so blumig, orangemäßig sein? In dem Fall ja, weil es Le Male ist. Es ist einfach Le Male und da muss man das haben. Wer den noch hat oder bekommen kann, geil. Man muss allerdings wirklich blumige Düfte mögen und Orangenblüte und so Blüte, blumig, all das ist in diesem Duft. Cremig, milchig, das ist dieser Duft. Sehr, sehr nice. So, und dann habe ich im Endeffekt, ja, das war es eigentlich, aber ich habe noch zwei andere, und zwar die Le Beau. Die gehören jetzt allerdings nicht dazu, aber ich zeige es jetzt einfach mal. Das ist im Endeffekt für Sommer im Flakon einmal das normale Le Beau und das Le Parfum. Im Endeffekt Kokos oder Pina Colada zum Aussprühen. Hier und hier noch ein bisschen mehr, weil hier ist die Ananas noch am Start. Hier ist die Bergamotte mit Kokosnuss, hier ist die Ananas mit Kokosnuss. Ja, im Endeffekt gehören sie nicht dazu. Ich habe sie jetzt mal, zeige sie jetzt trotzdem, weil ja, Le Beau, der Schöne. Und ja, kann man haben. Im Sommer funktioniert das auch süß, aber Jean Paul Gaultier macht eben süße Düfte. Punkt. Und das muss man vorher immer wissen und ich liebe es, ich liebe die Brand, die verfolgt mich, ja, verfolgt mich mein Leben lang schon und es ist einfach nice und ich habe auch nichts gegen diese Düfte und ich werde mir auch, glaube ich, immer wieder den neuen holen. Und ja, Scandal habe ich auch. Scandal gehört jetzt aber nicht dazu. Aber ja, schon sehr, sehr nice. Aber das Original, das Elixier, das neue ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Und die Popper Edition und natürlich Fleur de Mel. Es sind schon geile Flanker. Solltet ihr auf jeden Fall mal, wenn ihr welche kriegen solltet oder der euch fehlt, die vielleicht noch ein, zwei, dann solltet ihr die auf jeden Fall mal besorgen. Ja. Ja, das war's. Schreibt mal runter, was habt ihr für Flanker? Habt ihr nur das Original? Habt ihr überhaupt noch das Original und so weiter? Und dann, ja, schreibt mal runter und dann sehen wir uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.